sehr gute Möhre. Hallo zusammen, herzlich willkommen bei LuxLike und herzlich willkommen auf Zypern. Wir sind ein paar Tage mit euch zusammen auf dieser wunderschönen Insel unterwegs und wollen auch hier herausfinden, ist es wirklich so schön wie auf den Instagram-Fotos und was kann man eigentlich hier noch so erleben und entdecken. Los geht's! Auf unserer Reise durch den Süden Zyperns haben wir einiges vor. Wir wollen die spektakulären Küsten besuchen, im türkisblauen Mittelmeer schwimmen, die einzige geteilte Hauptstadt Europas, Nikosia, erkunden, die vielleicht besten Cocktails Zyperns trinken und eine ganze Menge fotogener Orte entdecken. Auf Instagram sieht Zypern nämlich aus wie im Reiseprospekt. Und diese ganzen schönen Motive möchten wir unbedingt mit eigenen Augen sehen. Wir, das sind wie immer Kameramann Nico und ich, Christian. Von Frankfurt aus geht es mit dem Flugzeug nach Larnaca. Ungefähr 3,5 Stunden dauert der Flug. Am Flughafen in Larnaca haben wir uns jetzt einen Mietwagen besorgt und die aufmerksamen Zuschauer unter euch werden schon bemerken, das Lenkrad ist auf der falschen Seite, also auf der rechten Seite. Liegt daran, dass in ganz Zypern Linksverkehr ist. Aber für uns ist das natürlich gar kein Problem. Auf den bisherigen LuxLike-Reisen hat das ja auch besonders gut funktioniert. Oh Gott! Oh! Weiter geht's zu unserer Unterkunft, dem Rice Hotel Larnaca. Und das sieht nicht nur von außen, sondern auch von innen ziemlich stylisch aus. Am nächsten Tag starten wir früh mit einem kleinen Spaziergang durch die Küstenstadt Larnaca. Und dann muss schnell was zu essen her. Fürs Frühstück haben wir uns heute einen ganz besonderen Ort ausgesucht, einen ganz besonders schönen Ort. Die Kirche des heiligen St. Lazarus mitten in Larnaca sieht auf Instagram super aus und am frühen Morgen im Sonnenlicht auch wunderschön. Und dazu, zu dieser tollen Aussicht, kommt jetzt noch ein Kaffee und ein Brötchen. Die Kirche stammt aus dem 9. Jahrhundert und ist eine der meistbesuchten Sehenswürdigkeiten in Larnaca. Es gibt definitiv schlechtere Orte zum Frühstücken. Unser Ziel für heute ist Ayia Napa. Das liegt ganz im Osten von Zypern und sieht auf Instagram aus wie das absolute Paradies. Türkisblaues Wasser, glasklar, Felsbögen, die so ins Meer ragen, Höhlen direkt an der Küste. Absolut fantastisch und ehrlich gesagt freue ich mich darauf am allermeisten. Und das schauen wir uns heute persönlich an. Von Larnaca aus fährt man etwa 45 Minuten ans Kap Greco. Unser erster Stopp hier, eine kleine malerische Kapelle direkt am Meer. Also das ist die Kirche. Der Ausschnitt von dem Foto ist tatsächlich ein bisschen anders als in der Realität. Die kleine Kapelle, wunderschön, aber wenn man sich umdreht, sieht man überall Hotels, so All-Inclusive, Urlauber, Strand liegen. Nicht völlig hässlich, aber jetzt wirklich nicht cool, idyllisch und schön. Also ein bisschen anders als auf Instagram. Wenn man hier die richtige Perspektive wählt, kann man die Hotels und Baustellen raushalten. Und dann bildet die kleine Kapelle wirklich ein hübsches Fotomotiv. Ein bisschen nach Schummeln fühlt es sich aber schon an. Auf staubigen Pisten geht's für uns weiter entlang der Küste. Nächster Halt ist Kap Greco. Hier habe ich nämlich auf Instagram ein Bild gefunden, wo man wunderschön auf Klippen schauen kann. Das ist eine Art Höhle und die soll hier irgendwo sein. Sieht man von hier aus nicht so gut, aber vielleicht finden wir die ja. Über Jahrtausende hat hier die Brandung Höhlen in den Fels gegraben. Schmuggler sollen sie als Verstecke genutzt haben. Heute sind hier vor allem Touristen unterwegs. Trotz der schönen Aussicht sollte man unbedingt aufpassen, wo man hintritt. So richtig abgesichert ist das Gelände nämlich nicht. Und hier, wenn ihr da vorne mal schaut, da ist diese Höhle, wo wir eigentlich hinwollen. Da sind Leute unten, die auch natürlich fleißig Fotos machen. Vielleicht haben die sowas auch schon auf Instagram gefunden. Jetzt soll natürlich die Frage, wie wir runterklettern. Schön aufpassen. Jo, Abi. Perfekt. So, jetzt hast du wieder nicht. Dankeschön, ja. Ja, hier wird schon fleißig fotografiert. Allein ist man hier nicht. Nach kurzer Wartezeit können wir dann auch ein paar Fotos schießen, die zumindest optisch nach absoluter Idylle und Einsamkeit aussehen. Ja, und hinter mir seht ihr, wir sind wohl nicht die Einzigen, die diesen Spot bei Instagram gefunden haben. Man muss sich tatsächlich anstellen und man hat so ein bisschen Zeit, sein eigenes Foto zu machen. Es ist nicht völlig überlaufen, aber schon eine Menge los.
An diesem Ort haben wir alles gesehen, was es zu sehen gibt. Ich will aber auf jeden Fall noch irgendwo ins Wasser. Wenige Kilometer weiter werden wir fündig. Es ist gar nicht so einfach, den perfekten Badeort zu finden, vor allem wenn man so Ansprüche hat wie wir. Am besten, wo kein Mensch ist, wo es schön idyllisch ist, wo ein bisschen Felsen sind, wo es schönes türkisblaues Wasser gibt. Aber ich glaube, hier haben wir einen gefunden. Jetzt gucken wir, wie kalt das ist. Das Wasser ist zwar relativ frisch, aber genauso klar, wie ich es mir erhofft hatte. Hier hat Instagram also wirklich nicht zu viel versprochen. Nach dem Schwimmen gibt es für uns Mittagessen. Typisch zypriotische Küche mit Moussaka und Lammkeule. Und überall ordentlich Zitrone drauf. Super lecker. Also laut Navi haben wir unser letztes Ziel für diesen Tag erreicht, die Brücke der Liebenden. Sieht auf Instagram auch fantastisch aus, sehr idyllisch, sehr einsam. Jetzt sind wir aber hier mitten an so einer Landstraße, nicht weit von der Stadt entfernt. Kann man nicht vorstellen, dass das komplett einsam ist. Der Bogen der Liebenden heißt so, weil es ein beliebter Ort für Heiratsanträge ist. Ich finde es hier mäßig romantisch und habe eher ein ähnliches Gefühl wie bei der Höhle vorhin. Das Motiv an sich ist super schön, gar keine Frage. Alles drumherum ist aber eher ernüchternd. Also ich muss ehrlich sagen, ich bin ein ganz kleines bisschen enttäuscht von heute. Die Motive, die wir heute fotografiert haben, die sind natürlich einzeln gesehen schon wunderschön. Wenn da noch ein Filter drauf ist, sieht das alles sehr idyllisch und sehr natürlich aus. Aber die Orte sind alle relativ leicht zu erreichen, direkt an der Straße. Man ist nie alleine eigentlich und es hat nichts so wildes, raues, natürliches, was ich mir eigentlich erhofft hatte. Bisschen schade, die Fotos sind aber natürlich trotzdem wunderschön. Zum Abendessen gibt es wieder deftig zypriotische Küche in einem kleinen Hinterhofrestaurant in Larnaca. Auch die Straßenkatzen scheinen dafür einen Riecher zu haben. Während wir essen, gibt es nämlich mehrere zusätzliche Interessenten. Am nächsten Tag fahren wir ins Inland. Etwa eine Stunde Fahrt sind es bis Nikosia, der Hauptstadt Zyperns. Hier nennt man sie auch Lefkosia. Nikosia gilt als wirtschaftliches und kulturelles Zentrum Zyperns. Rund 280.000 Menschen wohnen hier. Gerade in der Altstadt, innerhalb der ehemaligen Stadtmauern, stößt man auf viele historische Gebäude, Kirchen, malerische Gassen und natürlich auf jede Menge Katzen. Wir benutzen auf unseren Reisen ja immer Instagram als Reiseführer. Aber nach Nikosia hat uns nicht unbedingt ein super schönes Instagram-Foto gelockt, sondern der Fakt, dass mitten durch die Hauptstadt von Zypern eine Grenze verläuft. Diese Grenze, auch Green Line genannt, unterteilt Nikosia in ein nördliches türkisches Gebiet und in ein südliches griechisches Gebiet. Die Geschichte dazu ist kompliziert. Zypern war lange Zeit britische Kronkolonie. 1960 wurde das Land unabhängig und zu diesem Zeitpunkt lebten Menschen mit griechischen oder türkischen Wurzeln überall auf der Insel. Manche wollten, dass Zypern vollständig zu Griechenland gehört. Andere forderten eine Aufteilung des Landes. Über diese Frage entbrannte ein bewaffneter Konflikt und der forderte nicht nur viele Menschenleben, sondern tausende Menschen mussten auch ihre Heimat verlassen und in den jeweiligen anderen Teil des Landes ziehen. Seit 1974 ist Zypern politisch geteilt. Die quer durchs Land gezogene Grenze wird heute durch Friedenstruppen der Vereinten Nationen überwacht. Es ist schon verrückt, man hat in Nikosia so uralte, jahrhundertealte Gebäude und es ist echt ziemlich schön, wenn auch morbide. Dann läuft man um eine Ecke und sieht hier als Stacheldraht überall. Und daneben ist einfach so eine kleine Brauerei, hier kann man Bier trinken und daneben ist einfach diese Grenze. Das ist schon absurd, oder? Die Einwohner von Nikosia scheinen sich aber an die Grenze gewöhnt zu haben. Zumindest ist die Stimmung in der Stadt sehr entspannt und freundlich. Zum Mittagessen haben wir uns ein kleines Restaurant am Phaneromeni-Platz im Südteil der Stadt ausgesucht. Hier gibt es deftige Hausmannskost und weder die Zitrone noch die Straßenkatzen dürfen fehlen. Wir haben zum Abschluss vom Essen jetzt noch einen kleinen Kaffee trinken wollen. Hier ist es nicht ein Espresso, sondern ein zypriotischer Kaffee. Und der hat die Besonderheit, dass der Kaffeesatz unten in der Tasse bleibt. Das heißt, man muss ganz vorsichtig trinken, damit man nicht den ganzen Kaffeebröck zwischen den Zähnen hat. Ist ziemlich heiß, aber schmeckt dafür ziemlich gut. Wir wollen uns natürlich auch den nördlichen Teil der Stadt angucken. Und hinter mir ist der Grenzübergang, den wir gleich passieren werden. Mehr als einen Pass braucht man da scheinbar nicht für. Aber Kameras sind natürlich verboten. Deswegen machen wir die jetzt aus und sehen uns drüben wieder. Und zack, sind wir drüben im Nordteil der Stadt. Der Grenzübertritt war relativ problemlos und unspektakulär. Man zeigt einfach nur seinen Pass vor. Alles gar kein Problem. Aber
in wenigen Minuten ist man in einer völlig anderen Welt. Die Häuser sind viel näher aneinander. Es gibt eine andere Währung, es gibt eine andere Sprache. Es ist viel trubeliger, hat so ein bisschen Basar-Feeling. Und was der Nordteil von Nikosia noch so zu bieten hat, schauen wir uns das mal an. Nur wenige Meter trennen diese zwei unterschiedlichen Welten voneinander. Und im türkischen Nordteil der Stadt kann man scheinbar richtig gut einkaufen. Vor allem frisches Obst und Gemüse, aber auch Leckereien wie türkischen Honig. Wir haben hier im Norden leider nicht viel Zeit. Einen Ort will ich mir aber unbedingt anschauen: Büyükhan. Das ist also Büyükhan, übersetzt sowas wie die große Herberge. Gibt es natürlich auch auf Instagram. Da ist es allerdings menschenleer meistens und sehr, sehr idyllisch. Hier ist gerade in der Mittagszeit die Hölle los. Trotzdem ist es natürlich ein wunderschöner Ort. Seit Jahrhunderten wird dieser Gebäudekomplex genutzt. Ursprünglich gebaut 1527 als eine Art Motel für Reisende. Und ich kann mir gut vorstellen, wie die hier Halt gemacht haben, zu einer Zeit, als Reisen noch beschwerlich und langwierig war. Im unteren Geschoss hat man früher Reittiere abgestellt und seine Waren gelagert. Im ersten Stock gab es Schlafräume. Heute gibt es hier Cafés, Restaurants und kleine Handwerksläden. Und natürlich eine Menge Touristen. Das kleine Gebäude in der Mitte ist übrigens eine Moschee. Also es ist schon genauso schön, wie ich es mir von Instagram her vorgestellt habe. Aber so ganz menschenleer und idyllisch ist es leider nicht. Wir müssen leider schon wieder los, zurück über die Grenze. Wir haben für den Abend nämlich noch eine Verabredung mit Diamantis in einer Bar im Süden der Stadt. Hey, Diamantis? Yes. Hi, Chris. Nice to meet you. Nice to meet you. Yeah, very cool. How you doing? That's Nico, the camera guy. Hello, Nico. Welcome to Lost and Found. Perfect. Die Bar Lost and Found wurde mehrmals in Folge zu einer der Top 50 Cocktailbars in Europa gekürt. Die Bar ist komplett durchdigitalisiert. Seine Drinks bestellt man per App und hinter der Bar zeigt ein Live-Ticker an, wenn Follower auf Instagram dazukommen. Diamantis arbeitet hier seit 8 Jahren als Cocktail-Artist. Diamantis, I always wondered, is it your real name, Diamantis, or like an artist thing? Yeah, Diamantis is my real name. It came from my grandmother. Her name was Diamando. Okay. Actually, now my artistic name is Diamond. Because if you translate Diamantis in English, is the exact translation in diamond. What kind of role plays this border in between the city? Is it very important for you? Is it very normal? Or for us, it feels kind of strange? It is strange, you know, by growing up, you know what happened, but now I'm a 30-year-old guy. It's like normal, it seems normal, but I think young people like us, they understand the situation, they are very happy to find the solution and have friends with people on the other side. So there is this huge distance between politics, but not between people. Yeah. What brought you into bartending? How did it all start? I believe bartending changed my life. When I was in high school, I started working as a waiter in a taverna. Bartending wasn't like a real job in the community, so everyone was asking, what's your real job? And we said, no, this is our real job. We're doing this as to change the world, to have people around and give them happiness, you know? Not just drinks, but the whole experience. Und wie man einen guten Cocktail zubereitet, zeigt der Maestro uns natürlich selbst. Und natürlich schmecken die Cocktails fantastisch. Na dann, Prost! Heute fahren wir einmal quer über die Insel von Larnaca im Osten, ganz in den Westen, in die Stadt Paphos. Das dauert ungefähr 1,5 Stunden mit dem Auto, also von den Distanzen her wirklich alles gar kein Problem. Und auf dem Weg dahin schauen wir uns noch ein paar sehr schöne Orte an. Unsere erste Station ist der Kouris-Staudamm nördlich von Limassol. Also nicht der Staudamm selbst, sondern das, was durch ihn überflutet wurde. Also bisher sehe ich einen sehr schönen See mit einem Bootsanleger, ein paar Frachtcontainer, Obstbäume und sonst nicht viel. Gucken wir mal.
Was wir eigentlich suchen, ist eine Kirche. Aber nicht diese hier, sondern diese. Laut Instagram soll die hier direkt am Ufer liegen. Also so ganz nah dran kommt man jetzt leider nicht. Ihr seht, es ist relativ viel überflutet, diese Ruine. Das kommt ja immer darauf an, wie die Ebbe und die Flut gerade stehen. Nein, das ist natürlich ein Staudamm. Das heißt, wahrscheinlich hat er im Frühjahr ein bisschen mehr Wasser als im heißen Sommer. Aber ja, dann müssen wir die Fotos irgendwie aus einem anderen Winkel schießen. Der Kuris-Staudamm wurde in den 1980er Jahren gebaut und staut den gleichnamigen Kuris-Fluss. In dem Tal lag früher das Dorf Alassa. Vor der Flutung musste das Dorf umziehen und liegt nun oberhalb des Stausees am nördlichen Ufer. Die kleine Kirche des heiligen St. Nikolaus ist das einzige Gebäude, was vom alten Dorf noch sichtbar ist. Die rund 3,5 Quadratkilometer große Wasserfläche wird heute unter anderem für Rudersport genutzt. Diesen Ort haben wir mal ganz für uns alleine. Und auch wenn wir nicht bis ganz in die Kirche kommen, finde ich es hier richtig schön. Es gibt auch eine Legende, die besagt, dass in diesem Stausee ein riesiges Krokodil hausen soll. Also so eine Art Loch-Ness-Monster von Zypern. Die haben tatsächlich mal einen Untersuchungstrupp hierher geschickt, um das rauszufinden, haben aber keine Spur davon gefunden. Aber wer weiß, vielleicht gibt es es ja doch. Deswegen gehe ich jetzt mal schnell wieder aus dem Wasser. Auf geht's zu unserem nächsten Programmpunkt mit Mythologie zum Anfassen, dem Felsen der Aphrodite. Sollen wir runter? Ja. Der Sage nach soll Aphrodite, die Göttin der Schönheit und der Liebe, hier aus dem Wasser gestiegen sein. Hier im Südwesten von Zypern spielt sie deshalb eine sehr große Rolle. Und ich finde, diese malerische Küste ist auf jeden Fall einer Göttin würdig. Ja, nichts für Anfänger hier, ne? Nichts für weiche Füße. Ja, aber wenn ihr schön alleine sein wollt und einsam, dann immer schön Ausschau halten nach den Stränden mit Kies. Da sind nämlich nicht die Anfänger. Aber was ist das denn? Hier kann man QR-Code scannen und sich irgendwas runterladen. Es sieht ein bisschen aus, als wäre das so eine Augmented Reality-Funktion. Das muss ich mal ganz kurz ausprobieren. Allein der Download der App ist für mich schon eine kleine Herausforderung. Von wegen Digital Native. Oh, wenn das gleich nicht funktioniert, lassen wir das einfach wieder. Ja, hier scannen, so, bitte. Am Ende klappt es doch. Aber so richtig begeistert bin ich nicht. Das ist ja saudumm. Jetzt sitzt halt Aphrodite auf einem Felsen und hat ein Vögelchen in der Hand. Ach gut, machen wir doch wieder analog, ne? Bei so einem schönen Ort brauche ich wirklich keine zusätzliche Augmented Reality App. Wie jeder ordentliche mythologische Ort soll auch der Felsen der Aphrodite über geheime Kräfte verfügen. In Vollmondnächten wird es deshalb hier richtig voll. Junge Paare, die in so einer Nacht 3-mal um den Felsen herumschwimmen, sollen mit ewiger Liebe gesegnet werden. Ob es hilft, sei mal dahingestellt. Aber wie bei den meisten dieser Bräuche gilt auch hier, Schaden tut's ja nicht. Und vielleicht schweißt allein das nachts um einen Felsen schwimmen ja auch schon ein bisschen mehr zusammen. Also ich bin echt begeistert von dem Ort. Das ist nicht unbedingt was für Leute, die einen weichen Sandstrand gewöhnt sind und baden gehen wollen, weil hier sind einige Felsen unterwegs, da muss man echt gut aufpassen. Dafür ist die Szenerie atemberaubend, also wirklich, wirklich wunderschön und sehr fotogen natürlich auch. Und nicht so touristisch, wie ich dachte. Also sehr zu empfehlen. Auch beim nächsten Stopp geht es um längst vergangene Geschichten. Dieses Mal aber ein bisschen konkreter. Die Königsgräber von Paphos. Und da sind wir auch schon bei den Königsgräbern von Paphos. Die sind selbst Teil einer größeren archäologischen Anlage und sollen so ungefähr von 300 vor Christus stammen. Sind natürlich auch UNESCO-Weltkulturerbe. Und weil es eben so schön ist hier und so idyllisch, ist es nicht nur für Archäologen interessant, sondern auch für Instagram-Fans. Der Name Königsgräber klingt ganz schön imposant. Das Witzige daran ist aber, hier wurden gar keine Könige begraben. Als man die Grabanlage entdeckte, war man von der Größe der Gräber so beeindruckt, dass man dachte, sie seien für Könige bestimmt gewesen. Archäologen gehen aber davon aus, dass es eher einflussreiche Politiker und Bürger gewesen sind und eben keine richtigen Könige.
Trotz des Irrtums blieb der Name bestehen. Und ganz ehrlich, Königsgräber schreibt man im Urlaub wohl eher auf seine To-Do-Liste als Gräber von ganz gewöhnlichen Leuten, oder? Das ist eben ein bisschen das Problem. Ist ja schön, wenn hier keine Schilder sind und sowas, weil es einfach sich so ein bisschen nach Indiana Jones Abenteuermodus anfühlt. Aber man findet ja auch nichts, ne? Nee. Ich glaub, da lang. Das sieht gut aus. Von diesen Gräbern gibt es natürlich viele verschiedene schöne Fotos. Aber eins hat es mir besonders angetan. Das ist so von oben in ein Grab rein fotografiert. Sieht total schön aus, auch mit dem Sonneneinfall und so. Und das suchen wir jetzt auch. Hatalarımı sakladım senin gizliliğine kendimi parçaladım. Das Grab vom Foto lässt sich zum Glück relativ einfach finden. Und jetzt muss man eigentlich nur noch irgendeinen schlauen Text drunter schreiben. Sowas wie Never Stop Exploring oder Das Leben ist ein Abenteuer oder sowas. Dann geht das richtig durch die Decke, glaube ich. Also ich glaube, wir haben jetzt ungefähr so 80% vom Park gesehen. Es ist wirklich eine riesige Anlage und ich finde, es ist sowohl was für Archäologiefans als auch für Leute, die schöne Fotos schießen wollen. Und für 2,50 € Eintrittsgebühr kriegt man hier eine ganze Menge geboten. Zum Abendessen gibt es für uns in Paphos heute Meze, eine Art zypriotische Tapas, die es aber auch in der Türkei gibt. Dabei bekommt man scheinbar endlos Portion nach Portion gereicht. Hühnchen, Kartoffeln, Halloumi, Würstchen und Pilze, gefüllte Weinblätter und Hackfleisch in Tomatensoße. Alles sehr deftig und sättigend. Und nach so einem langen Reisetag genau das Richtige. Schönen guten Morgen, ein neuer Tag auf Zypern und heute wollen wir uns ein bisschen das Hinterland von Zypern anschauen. Problem ist hier, die Straßen und Pisten sind nicht unbedingt für jeden Mietwagen geeignet, aber für uns kein Problem. Wir haben uns nämlich dieses Monstrum hier gemietet, hat irgendwie, weiß ich nicht, 8 Millionen PS oder sowas, sollte uns auf jeden Fall überall dorthin bringen, wo wir hinwollen und wir sollten jetzt auch los, wir haben nämlich einiges auf dem Zettel. So einen Buggy bekommt man für 100 bis 140 € am Tag. Wir haben ihn aber nicht nur für Spaß gemietet. Er bringt uns auch zuverlässig an Orte, die mit normalen Autos eher schwierig zu erreichen sind. Wie zum Beispiel die Avakas-Schlucht nördlich von Paphos. Unser erster Programmpunkt heute ist die Avakas-Schlucht. Die liegt ein bisschen nördlich von Paphos. Mit dem Buggy waren es jetzt ungefähr 30 Minuten Fahrt, 40 Minuten Fahrt. Und da hat sich ein kleines Flüsslein über Jahrmillionen in den Fels gegraben und dadurch eine wunderschöne Schlucht geschaffen. Der Weg zur Schlucht führt über Schotterwege vorbei an vielen verschiedenen Pflanzen, die mit Hinweisschildern ausgestattet sind. Einige davon wachsen nur auf Zypern und teilweise nur in dieser speziellen Region. Auch deshalb ist das Pflücken und Mitnehmen der Sträucher strengstens verboten. Nach etwa 20 Minuten Fußmarsch kommen wir dann an der Schlucht selbst an. In der Mittagssonne macht sich der Temperaturunterschied direkt bemerkbar. Richtig, richtig schön. Und vor allem das Coole ist ja, im wahrsten Sinne des Wortes, wenn man den ganzen Tag am Meer verbracht hat und in der Sonne brät, dann kann man hier mal schön hinkommen und sich ein bisschen abkühlen. Hier ist nämlich sehr, sehr angenehm. Man muss allerdings aufpassen, wo man hintritt. Weißt du, an was mich das erinnert? Die Schlucht hier? An Albanien? Oh, wow. Oh. Also schon mal Reisetipp für Albanien, wenn ihr so eine River-Tour machen wollt. Sehr zu empfehlen, aber nehmt Trekking-Sandalen mit oder so Aquaschuhe. Sieht kacke aus, ich weiß, aber macht schon Sinn. Aber wir lernen ja aus unseren Fehlern, deswegen habe ich dir was mitgebracht. Extra nur für dich, die besten coolen Aquaschuhe der Welt mitgebracht. Ist das nicht cool? Ja. Freust du dich? Total. Nico ist so mittelbegeistert von meinem Geschenk, aber nach einer Weile kann er zumindest den funktionellen Aspekt der Schuhe wertschätzen. So bequem und jetzt müssen wir gar keine Sorgen mehr machen, dass mir die Kamera ins Wasser fällt. Ja. Oder? Weil ich habe ja Grip. Du hast richtig Grip. Ja. Grip oder Ja, ich kümmere mich halt um meine Leute hier. Ja. Vielen Dank. Ich habe die ganze Zeit darauf gewartet. Ja, sehen wir uns auf der anderen Seite, Christian. Ja, ne? super. Mit extrem viel Grip an den Füßen laufen wir weiter in die Schlucht hinein, zusammen mit einigen anderen Besuchern.
Die meisten von ihnen gehen einmal in die Schlucht rein und auf dem gleichen Weg wieder raus. Das führt an manchen Engstellen zu Stau. Wenn man hier einen guten Moment abwartet, sieht es wirklich so aus, als wäre man allein in der Schlucht. Die Fotos vermitteln schon eine etwas andere Atmosphäre, als sie in Wirklichkeit ist. Trotzdem schön und gerade im Sommer vor allem schön kühl. Weiter geht's in unserem Buggy zum nächsten Programmpunkt. Der ist zwar nicht unbedingt groß auf Instagram, aber mir persönlich ein ganz wichtiges Anliegen. Wir sind jetzt noch ein Stückchen weiter gefahren und auf einer Eselsfarm gelandet. Ich weiß nicht, wie viele von euch das wussten, aber der Esel ist Zyperns Nationaltier Nummer 1. Und viel, viel wichtiger, mein absolutes Lieblingstier. Ich liebe Esel. Und genau deswegen war ich vorhin auch noch mal kurz im Supermarkt und habe ein paar schmackhafte Mohrrüben gekauft. Ich finde, die sehen zumindest toll aus. Mal schauen, ob die denn auch schmecken. Hallo. Ja. Na? Oh, ihr Süßen. Ich glaube, die freuen sich eher über deine Mohrrüben. Oh, ich wollte gerade sagen, vielleicht riechen die ja schon, ne? Du musst ja jedem eine geben, ne? Oh, ich habe aber nicht so viele. Ja, aber guck mal, du kannst ja jetzt nicht einem da die geben. Oh, wie süß. Jetzt, hier, guck mal, hier, der wartet Oh auch nein. schon. Ja, doch. Oh, ich bin im Himmel. Ein bisschen viel Enthusiasmus gerade. Ja, ich bin aufgeregt, Nico. Was ist denn dein Lieblingstier? Schneeleopard. Mal gucken wir uns die an. Schneeleopard, ja. Hast du die schon mal frei rumlaufen sehen? Hast du schon mal einen Schneeleopard mit einer Möhre gefüttert? Ich glaube nicht. Nee. I see trees of green, Sehr gute Möhre. red roses. So, kannst du mal lächeln, Nico, ne? So. I see them blue for me and you. And I think to myself, Und wir haben heute besonders viel Glück. Denn gestern wurde hier ein kleines Eselbaby geboren. Oh, es gibt ein Baby. Ist gut gemacht. I see skies of blue and clouds of white. The bright, blessed day, the dark, sacred night. Ah, das macht mich richtig zufrieden, ne? Alle Möhren sind weggegangen, die Esel sehen zufrieden aus. Ich hatte Spaß. Perfekt. What a wonderful world. Auf zu unserer letzten Station unserer Reise. Das Schiffswrack Edro 3. 2011 geriet das Frachtschiff auf seiner Fahrt Richtung Rhodos in einen Sturm und kollidierte mit einem Felsen. Danach trieb es manövrierunfähig an die Küste, wo es bis heute liegt. Eine Verschrottung vor Ort war nicht möglich und weil Besitzer und Versicherer sich nicht einigen konnten, wurde das Schiff bis heute auch nicht abgeschleppt. 2013 wurde das Schiff abgedichtet und alle restlichen Schadstoffe entfernt. Ja, in Deutschland wäre sowas wahrscheinlich nicht passiert, ne? Da hätte der TÜV gesagt, nee, 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 so geht's nicht. Direkt abschleppen und verschrotten. Und hier in Zypern hat man es einfach liegen gelassen. Und zack, es ist eine kleine Touristenattraktion. Sieht schon hübsch aus. Ob es jemals entsorgt wird, steht aktuell in den Sternen. Bis dahin liegt das Wrack aber direkt an der Küste und bietet einen echt besonderen Anblick. Und wie könnte man unsere Reise besser beenden, als mit so einem absurden und wunderschönen Motiv im Hintergrund? Ich fand Zypern wirklich wunderschön. Die Klippen, die Küsten, das Meer, dieses glasklare Wasser und diese türkisblaue Farbe sieht genau so aus, wie ich sie mir vorher vorgestellt habe. Nicht an allen Instagram-Spots ist man ganz alleine. Manchmal sind die relativ schnell zu erreichen. Das heißt, es sind auch viele Leute da. Aber es lohnt sich trotzdem allemal. Vielen Dank euch fürs Mitreisen und ich hoffe, wir sehen uns das nächste Mal wieder hier bei Looks Like. Wenn euch dieses Video gefallen hat, dann schaut doch gerne auch mal auf unserem WDR Reisen YouTube-Kanal vorbei. Da gibt es ganz viele andere tolle Tiere, aber vor allem auch andere Reiseziele. Lohnt sich auf jeden Fall. Glocke drücken nicht vergessen und dann sehen wir uns das nächste Mal wieder. Tschüss.